Das Thema druckfreier spielen bzw. den Druck zu reduzieren, das ist eine große Frage und was da im Zusammenhang natürlich auch immer steht, was kann ich wie üben, damit ich einfach ein Bewusstsein dafür entwickle, lockerer und leichter zu spielen. Wir machen heute mal so eine Basisübung. Ihr kennt es vielleicht, dass manche Trompeter, mein Lehrer hat es früher auch gemacht, binde deine Trompete irgendwo fest und dann spiel oder versuche ein paar Töne zu spielen. Natürlich möchte die Trompete hier ausweichen, das ist gar nicht so einfach. Und was noch erschwerend hinzukommt, ich habe jetzt nichts hier, kein Seil und kein Haken, wo ich die Trompete befestigen kann. Deswegen mache ich es immer ganz so, entweder am dritten Ventil, da ist meine Trompete ziemlich gut ausbalanciert, beziehungsweise zwei Finger, eins hinten, eins vorne, eben bei vor und nach den Ventilen. Und sobald ich hier jetzt anfange zu drücken, würden die Finger anfangen zu rutschen und ich spüre ganz deutlich, jetzt war es wieder soweit, ich habe angefangen zu drücken. Also, der erste Schritt ist, ich mache das jetzt auf diese Art und Weise hier nochmal gezeigt, damit ihr es nachvollziehen könnt, wie ich das meine. Und dann versuche ich, einen Ton zu spielen. Welcher das ist ganz egal. Es dürfte jetzt, wenn ich nichts typisch anvisiere, etwas sein zwischen C1 und G1, also ein tiefer Ton. Jawohl, die Töne klingen eigentlich noch ganz in Ordnung. Man hat schon das Gefühl, okay, es entweicht etwas Luft. Ne? Die Töne rasten nicht so hundertprozentig ein. Manche krachen auch so, weil sie gerne nach unten wegbrechen möchten. Deswegen muss ich hier unbedingt auf jeden Fall mit der Ansatzmuskulatur da dagegen arbeiten. Wenn ich jetzt nach oben gehe, brauche ich nicht mehr Druck, sondern ich brauche mehr Ansatzform. Ich muss meinen Ansatz stärker anspannen, damit eben die Frequenzen nach oben gehen können. Dass das nicht so schön klingt, das sollte klar sein, aber wir versuchen eben jetzt von unserem Ausgangston G1 nach oben zu gehen. Ja, das C3 kommt noch gerade so angedeutet heraus und dann merke ich aber schon, dass die untere Lippe wenig Kontakt zum Mundstück hat. Wir probieren das gleiche Ganze nochmal, das gleiche mit jetzt dem Balancieren auf dem dritten Ventil. Na, dann muss ich schon ein bisschen mehr Luft ins Instrument pusten, damit oben die Frequenz noch einigermaßen stabil wird. Also, was möchte man mit solchen Übungen beweisen? Weil schön klingt es jetzt nicht. Man möchte trainieren, und zwar den Ansatz und vor allem nachvollziehen können, was an Druck notwendig ist, dass Töne aus der Trompete kommen. Wenn insgesamt der Kontakt vom Mundstück zur Lippe etwas dichter ist, ne, letztendlich muss ich mit den Lippen ja zum Mundstück abdichten, damit ich eben nicht, wie gerade eben bei dieser lockeren Übung, so viel Luft verschwende, damit die Luft eben hier zu 100% zum Ton werden. Aber ich kann hier sehr gut trainieren, dass ich den Druck reduziere. Ich empfinde, dass es gar nicht so viel Druck von Mundstück gegen Lippe auf Zahnbogen, dass da gar nicht so viel Druckkontakt notwendig ist, weil ab einem gewissen Punkt, wenn man zu viel drückt, kommt auch kein Ton mehr. Man drückt kurzum die Lippen ab. Die schwingen nicht mehr und somit kommt auch kein Ton mehr. Das kennt bestimmt der ein oder andere, der mal zu Spitzentönen nach oben spielen möchte und das dann mit dieser Hauruck-Methode versucht zu lösen. Oft kommt dann kein Ton. Beziehungsweise er schwingt einfach nicht. Man hat Druck im Körper, man hat auch die Trompete stark gegen die Lippen gedrückt, aber es schwingt einfach nichts mehr und somit kommt kein Ton. Also hier nutzt diese Übung, indem du einfach deine Trompete mal etwas lockerer hältst, balancierst und somit versuchst, Naturtöne nach oben, nach unten zu spielen, um einfach mal nachzuempfinden, was eigentlich an Druck notwendig ist, beziehungsweise an Kontakt vom Mundstück zu Lippen notwendig ist, dass man auch höhere Frequenzen spielen kann. Letztendlich aber wieder aufs normale Spielen übergehen, aber hier dann unbedingt versuchen, den Kontakt auch zu reduzieren. Es ist jetzt mehr, deswegen klingen die Töne auch wesentlich voller. Es entweicht auch keine Luft links und rechts und oben und unten, sondern ich bringe die Luft zu 100% ins Instrument und somit kann ich da auch spielen und volle, runde Töne auf dem Instrument produzieren. Probier die Übung mal aus und schreib in die Kommentare deine Erfahrungen mit diesem, ich nenne es jetzt einfach mal mit dieser Balanceübung.
druckfreier zu spielen, das nachempfinden zu können und wie, und das ist jetzt das Spannende, spielst du, nachdem du diese Übung gemacht hast, wieder regulär auf deiner Trompete. Mit gleich viel Druck, mit weniger oder was sind deine Erfahrungen? Schreib das gerne in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.